Yes, we will continue on the Beatitudes, the salt and the light aspect. Wir machen weiter bei der Bergpredigt, 5. You Kapitel. are the salt. You are. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid es. All what the whole Bible, Matthäus 5,13. all what God has promised for the whole humanity is already done, and you are the inheritor of this. We all have received it. Und alles, was Gott versprochen hat für die ganze Menschheit, das ist bereits geschehen. Und wir sind die das in sich tragen. Yes. Suddenly I am going to Psalms. Jetzt auf einmal fällt mir ein Psalm ein. Psalm 16. Psalm 16. Psalm 16 speak about God is my portion. Es God spricht is my darüber, dass share. Gott mein Erbteil ist. 16. God the supreme good. Keep me safe, God. In you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord, you are my only good. Worthless are all the false gods and the land accused. Yeah. 5. Lord, my allotted portion and my cup, you have made my destiny secure. Pleasant place were measured out for me. Fair to me indeed is my inheritance. Vers 5. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. 60 oder 16? Vers 16. Vers 16, Psalm 16, Vers 5. Sorry. Alle zusammen lesen bitte. Wir lesen das zusammen. Also, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Now, as we have seen in many psalms, the symbolisms used are related to our human inheritance, our land, the leaf, and all the earthly things are referred there. Wir haben das schon bei vielen Psalmen gesehen, dass dort Dinge aus der Schöpfung, aus der Natur gebraucht werden als Zeichen, als Symbolik. So, all the symbols have to be understood in a mystical way. Und alle diese Symbole, diese Zeichen müssen auf geheimnisvolle Weise verstanden werden. Read 5. Lord is my portion, my allotted cup. You have made my destiny secure, my portion. So der Vers 5. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Mein Erbe. The Erbe. Present place, is it 5? Erbe is written in 5 or 6? Yes, 5. Yes, Erbe. Portion is drink. Becher. Getränk. Ja, Getränk. Potion ist Becher. Du reichst mir den Becher im Psalm. My allotted portion and my cup. And word 6 says, pleasant places were measured out for me. Fair to me indeed is my inheritance. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. It is like your father has, say, 10 acres of land. You have been given a choice. Now you are, say, 3 children or 5 children, 10 acres land. Now you will get inheritance. How much you will get? Also stellt euch vor, ihr seid 5 Kinder und euer Vater hat 10 Hektar Land und er gibt euch das Erbe. Wie viel bekommst du dann? 2 acres. Okay. So according to our materialistic way, it is 2 acres. Also
In Beziehung zu unserem materialistischen Denken würde man sagen zwei Äcker, Yes. 2 Hektar. Yeah. So the 2 hectare is now measured and pillars were put and it is handed over to you on your name. Also die 2 Hektar werden abgemessen, abgesteckt mit Grenzsteinen und dann werden sie dir übergeben als dein Erbe. Aber obwohl ein Quadratmeter oder halbe Quadratmeter es wäre, es ist unendlich trotzdem. Yeah, that is from God. Das ist jetzt die geistliche Weise zu denken. So God is your erbe. God is your inheritance. Und jetzt denken wir an, Gott ist unser Erbe. When God gives a portion from Himself, how much you receive God Himself. Also wenn Gott sich uns als Erbe gibt, was empfangen wir dann? Gott selbst. Und nicht nur ein Anteil, sondern Gott gibt sich immer selbst und das ist unendlich. Yes. That is the first says, but 5 says, Lord is my portion. Du, Herr, gibst mir das Erbe. Oder im Englischen ist es gesetzt, du bist mein Erbe. So all these things focusing on the same in the Beatitude word, the salt and the light. He says, you are the light. Und das alles können wir in Beziehung sehen zu Matthäus 5. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. But everybody say about this, you are the light. But generally nobody preach on the next word that says, a city set on a mountain cannot be hidden. Jeder predigt darüber, ihr seid das Licht der Welt, aber über den nächsten Satz wird sehr wenig gepredigt, der da heißt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Nor do they light a lamp and then put it under the bushel basket. It is set on the lampstand. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Yes. So we are all the light. A baptized Christian is a light of the world. Wir alle sind getaufte Christen und als getaufte Christen sind wir Licht der Welt. And it should shine out. Und unser Licht sollte leuchten, weithin leuchten. You cannot keep that light under the bushel. Wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen. But that is what is happening. Aber genau das ist, was passiert. So as Christians, we don't have to receive anything. We have already received everything. Also als Christen haben wir schon alles empfangen. Alle Voraussetzungen sind We have da. received Lord as our inheritance. Wir haben den Herrn als unser Erbe empfangen. But we don't know. Aber wir wissen es nicht. We are the light, but we are sitting under the bushel basket. As in Wir haben das Licht empfangen, aber wir verstecken uns unter dem Gefäß. You are the light. Ihr seid das Licht. You are the light. Ihr seid das Licht. So, if today all this worldliness and atrocities and persecutions and killing, all this is happening because we are not shining like light. Und Like all light. das, was uns heute widerfährt an Beschimpfung, an Verfolgung, an Verleumdung, geschieht alles, weil wir nicht als Licht leuchten. I'm just remembering an incident happened in India. Ich erinnere mich an ein Ereignis, was in Indien passiert ist. I had sent many people. We had a lot of prayer apostolate, 24 hours adoration dienst, and I sent from my team many people outside for prayer. Und wir hatten starke Gebetsteams, die Tag und Nacht in der Anbetung waren. Und ich habe von meinem Team welche weggeschickt nach außerhalb. More than 100 adoration centers we have founded. Und so haben wir mehr als 100 Anbetungshäuser, Anbetungszentren gegründet. Yes. So in one North Indian place,
a priest in a diocese started an exorcism center. Und in Nordindien begann ein Priester so ein Exerzitienzentrum zu gründen. But the anti-Christian people attacked the priest and beat him and attacked the sisters and tortured him. So they closed the exorcism center. Und es gab Angriffe von außen, sie wurden angegriffen und geschlagen, der Priester und auch die Schwestern, sodass sie sich nicht imstande sahen, das weiterzumachen, und sie haben das Anbetungszentrum geschlossen. So he thought it is a good time for holidays. So he came back to his hometown, which was in my town. Und er dachte, na gut, dann ist vielleicht jetzt Zeit, dass ich mich einfach erhole und Urlaub mache. Und er kam zurück in seine Heimatstadt, was auch Thomas Paul seine Heimatstadt ist. So he came to me. He said, Thomas Paul, everything is gone. The evangelization stopped. The retreat center is closed because we cannot leave. They are attacking us. They are killing us. Und er kam zu mir und berichtete mir davon und sagte, Thomas Paul, das war alles erfolglos. Wir mussten aufgeben. Wir haben das Haus geschlossen, weil wir konnten dort nicht leben. Wir wären angegriffen und geschlagen, und das ist so stark. I felt so pain in my heart. Und als ich das hörte, hatte ich so einen tiefen Schmerz in meinem Herzen. I said, Father, I have another idea. Und ich sagte zu ihm, Vater, ich habe eine andere Idee. I will give you 2 of my intercessors, prayer persons. You start Eucharistic adoration in that retreat center, and so that the light shines and all the darkness will go away. Und ich sagte zu ihm, weißt du, du wirst das Haus wieder eröffnen, und ich werde dir 2 von meinem Anbetungsteam geben, und sie werden dort Tag und Nacht anbeten, sodass das Licht an diesem Ort aufstrahlt und die Dunkelheit verschwindet. He said, I must talk to the bishop. Und da sagt er, ja, da muss ich mit dem Bischof drüber sprechen. Okay, right now speak. Ja, habe ich gesagt, mach das aber sofort. And take the next train and go there. Nimm den nächsten Zug und fahr los. He spoke to the bishop. Bishop agreed. Er sprach mit dem Bischof, und der Bischof war einverstanden. And in the next train, this priest with the 2 of my prayer person traveled. It is 3 days travel to this place. Und im nächsten Zug fuhr dann der Priester zusammen mit meinen Anbetungsleuten, mit 2 davon, nach Nordindien. Das ist eine 3-Tagesreise. And they, inside the house, secretly began the adoration. Und auf ganz stille Weise sind sie in dem Haus mit der Anbetung angefangen. That is the priest and the 2 people. 3 people, day and night, praying. Der Priester zusammen mit 2 Leuten haben das gehandelt, dass Tag und Nacht Anbetung war. One person prayed 3 hours, then the other person 3 hours, like that it continued. Jeder hat immer 3 Stunden gebetet, und so haben sie einander abgewechselt. And slowly all problem gone away. Und in der Tat, nach und nach sind alle Probleme und Schwierigkeiten verschwunden. Within 1 month they reopened the retreat center, and it is continuing now 15 years now, no problem. Und nach 3 Monaten konnten sie das Haus wieder eröffnen als Anbetungszentrum oder als Evangelisationszentrum, und das besteht jetzt schon seit 15 Jahren. No attack. Keine Angriffe mehr. Why? Because when the light shines, no darkness can come. Und warum nicht? Weil wenn das Licht leuchtet, dann hat die Dunkelheit keine Chance mehr. If evangelization need power, the light. Die Evangelisation braucht Kraft, sie braucht Licht. Do you think when I preach there is power coming? Glaubt ihr, dass wenn ich predige, dass eine Kraft davon ausgeht? It is because so many people are praying. One is adoration going on here, and also in India and in Austria, other places, people are praying for me. Das ist, weil immer während ich predige, jemand hier in der Anbetung ist, und es gibt noch viele andere Orte, an denen für mich gebetet wird.
That is why the power comes. Daher kommt die Kraft. When I leave India, I go to my prayer group and tell them, you are pulling the rope of St. Paul's basket. Basket of St. Paul where he was lowered. Okay. Wenn ich dann nach Indien komme, dann gehe ich zu meiner Gebetsgruppe und sage, ihr seid die, die die Luft aus dem Ball vom heiligen Paulus ziehen. That is, St. Paul was lowered down in a basket to escape from the persecution. Und das ist so, Paulus ist doch einmal, als er verfolgt wurde, die Stadtmauer in einem Korb heruntergelassen worden. Understand it? So they were holding the rope and slowly giving, and he was. Also die Männer, die oben standen, haben das Seil festgehalten und haben ganz langsam den Paulus im Korb runtergelassen, damit er dann entkommen konnte. Yes. Suppose he leave the rope. Suppose the people leave the rope, St. Paul will fall down. Wenn diese Leute, die da gestanden haben, das Seil losgelassen hätten, dann wäre er runtergeknallt. Ja, und so sind auch die Anbetungsleute diejenigen, die das Seil halten, an dem der Korb hängt, in dem Thomas Paul sitzt. Yes. Von meinem Zimmer aus kann ich die Eingangstreppen beobachten. Und da saß heute Morgen ein ganz trauriges Pärchen. Die saßen so nebeneinander, sahen traurig aus. Und dann habe ich gesagt, Jesus segne sie. Habe mich doch mal umgeguckt und habe mir einen Kuss gegeben. Habe ich mich wirklich gewundert. From her room, she can see the stairs of the entrance of the house, and there was sitting two persons. They were very, very sad, and she was praying for them. Jesus blessed them, and then she looked around, and then they gave each other a kiss, embraced them and kissed. Yeah. Okay. So it is very interesting. One person's power of prayer can spread the kingdom of God into the whole world. Ein entscheidender Punkt ist, dass die Kraft eines einzigen Menschen das Wort Gottes in der ganzen Welt verbreiten kann. One person. Das kann geschehen durch eine Person. Ursula. Durch Ursula, durch eine Evangeline, durch eine Ruth, durch eine Maria, durch einen Kalle, durch eine Beata, durch eine Susanne, durch eine Marlene und einen Bernd und so weiter. Believe this. Glaubt das. One person can lift the whole world. Eine Person kann die ganze Welt aus den Angeln heben. Hat irgendjemand einen dicken Stift? Ein Edding? Okay. I don't know where it is. Okay. I'm going to have a look. Ah, she's looking for a pen. Okay. Okay. So, here in this beatitude or in this Sermon on Mount, Jesus at the beginning of his preaching itself is telling what you are. You are a light of the world. Hier am Beginn der Bergpredigt sagt Jesus uns, wer wir sind. Ihr seid das Licht der Welt. Yes. Several times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. 9 times he said to the people, you are blessed, blessed, blessed. 9-mal sagt er bei den Seligpreisungen, selig seid ihr, selig seid ihr. Because you are seeing God with us. God is now with you. Weil ihr seht und wisst, Gott ist mit uns. Yeah, that pen is not. Oh. This is not enough, I Das think. ist ein dickeren Stift, einen dicken Edding. Okay. He will bring. Gabriel holt schon ein. Alles Danke. gut, aber Dankeschön. Thank you. So, it's more important to know who you are. Es ist so wichtig für uns zu wissen, wer wir sind. I think the same theme is coming up again and again from the very beginning.
Jesus said, I am sending you as my Father sent me. Dieselben Dinge vom Anfang kommen immer wieder in mir hoch und deswegen sage ich es, ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Yes. Logically, it is difficult to understand that we are like God, with all the powers of God. Von der Logik her, von der menschlichen Logik her ist es schwer zu verstehen, dass wir wie Gott sind, dass wir die Kraft Gottes haben, We are like God, dass wir wie Gott sind. but not God. Aber wir sind nicht Gott, wir sind ihm ähnlich, aber nicht Gott. But we are a man in us that God dwells completely so that we have all the powers of God given to us. Wir sind Menschen, aber Gott mit uns wohnt in unserem Herzen, sodass er uns all seine Kraft verliehen hat, dass all seine Kraft in uns ruht. Dankeschön. If anybody wants these drawings, you can take it. I can give a... Wenn jemand das Bild haben möchte, kann das mitnehmen. Ich male ein neues. This is a picture I would like to draw from the teaching or from the autobiography of Teresa. Jetzt Teresa. das Bild, was ich jetzt zeichne, kommt eigentlich aus der Selbstbiografie der kleinen Therese von Lisieux. Also der Inhalt, was ich damit sagen möchte. She said, Archimedes said, if I have a liver so long, I will live the world. Who said it? Saint Teresa. Archimedes said. Archimedes, the scientist. Archimedes hat gesagt, wenn ich einen Hebel hätte, Einen langen Hebel, I can live the world. dann könnte ich mit diesem Hebel die ganze Welt hochheben. But the scientist did not refer what is the fulcrum, what is the The fulcrum, the leverage point. fulcrum or the Also- whole point or the Also- resting point. Also um aber diesen Hebel aufzusetzen, braucht man einen Punkt, wo man den aufsetzt. Das ist diesen Mittelpunkt. Okay. Archimedes hat gesagt, Jetzt, gebe ja, mir genau. einen festen Punkt und einen Hebel und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Wunderbar, danke schön. How is it? Archimedes hat gesagt, gib mir einen Hebel und einen festen Punkt. Und dann werde ich die Erde aus den Angeln heben. No. Die Welt. Die Welt. Yeah, he did not say, Archimedes did not say what is the Hebel point, what is the fulcrum point. No. Yes, it's okay. Also Archimedes hat nicht gesagt, was wer dieser Punkt ist. But Therese said, the saints know that is the Lord. Und die kleine Therese hat gesagt, die Heiligen wissen, dass dieser Punkt der Herr ist. And this long lever is prayer with love. Und dieser Hebel ist das Gebet mit Liebe. So, in such a lever, if one person lift this lever, the whole world can be lifted up. Und wenn eine Person auf diesen Hebel betätigt, kann die ganze Welt aus den Angeln gehoben werden. This is Eucharistic adoration. Und das ist eine Erklärung für eucharistische Anbetung. Yes, Kali. In France, there's a nice monastery, so-called l'Abbaye de la Pierre qui vit. This is the abbey of the stone who is moving. And there's a huge rock, really a very huge rock. And this rock you can mount, and if you stand there with your footsteps on the top of this rock, you can move it. Yeah. Because it's an It's- equilibrium, little bit move, and you can move this rock, l'Abbaye de la Pierre qui vit. Okay. So, this is much powerful than that rock, this Also- lever. Dieser Hebel ist
viel stärker als der Fels, von dem du gerade gesprochen hast, kann. This is a technological fact. I was an expert in lifting big, heavy machines. Also das ist ein technologischer Vorgang und ich selbst war als Ingenieur Experte in diesen Dingen, In lifting heavy machines. um schwere Maschinen emporzuheben. In fact, once when in my engineering work, it so happened a company that is Nescoffee company, Nestle, that is a huge company in India who is making Nescoffee. They came from Switzerland and they wanted to lift a huge machine up on the 11th floor of the building. Okay, einmal ist mir das widerfahren, dass als ich selber noch Bauingenieur war, kamen welche aus der Schweiz, eine Firma von Nescafé, und sie wollten etwas sehr Schweres hochheben bis zum 11. Stock. Yes. Richtig? So it needs such a big crane to lift it. Und dafür brauchte man einen ganz großen Kran, um das irgendwie hoch zu befördern. But such a big crane is not available in that area. Aber in dieser Gegend war so etwas nicht verfügbar. But I said, I came from India, from faraway place, I gave a contract, I can do this, I said. Und ich habe mit ihnen einen Vertrag geschlossen und habe gesagt, ja, ich komme von weit her und ich werde das schaffen, ich kann das machen. So this engineer said, do you have a crane as high as that? Und dann fragte mich der andere Ingenieur, hast du einen Kran, der so groß ist, dass er das schaffen kann? I said, I have no crane. Nein, einen Kran habe ich nicht, habe ich gesagt. He said, get out, then you cannot do it. Ja, dann geh weg, dann schaffst du das auch nicht. I flew from flight from faraway place to reach this place, and I have made a program how to do this with idea. Und ich bin von weit her gekommen, von Flug zu diesem Ort, und ich hatte wirklich eine Idee, wie ich das machen wollte. But he's not even allowing me to talk. He said, get out. Aber er hat mich nicht einmal erlaubt, meine Idee vorzubringen. Er hat mich sofort hinausgeschickt. Finally, I asked him, can you allow me to speak one sentence? Und dann habe ich schließlich gefragt, kannst du mir nicht wenigstens erlauben, dass ich das in einem Satz erkläre, wie ich das vorhabe? Please, let me say one sentence. Bitte, lass es mich in einem Satz sagen. Now in one sentence, I have to give the idea and I have to win the contract. Also ich hatte jetzt die Möglichkeit, das in einem Satz zu sagen und damit den Vertrag zu bekommen. Suddenly I said, we made Taj Mahal without crane. Also ich sagte, wir haben... Ein Taj Mahal. Taj Mahal. Was heißt das? Taj Mahal is the biggest monument. Okay, wir haben Taj Mahal gemacht ohne einen Kran. Because the dome of the Taj Mahal is made out of single rock and it weighs more than 20 tons. Und die Kuppel vom Taj Mahal ist gemacht aus Steinen, die jeder einzelne mehr aus einem Stein, der 20 Tonnen wiegt. Yeah, that is 20,000 kilos. Das sind 20.000 Kilo. But how it was lifted up? Aber wie kam diese Kuppel da hoch? There was no crane. Ohne Kran. So when I said this, we built Taj Mahal without crane. Then he said, sit down and speak. Als ich sagte, wir haben Taj Mahal ohne Kran gebaut, schaute er mich an und sagte, setz dich und erzähle. Then I explained my technique. Und dann habe ich meine Technologie erklärt. It is something like lifting with the lever and taking up the whole thing up. Es ist so ähnlich wie mit einem Hebel, das auf einem Stück hochzuheben. Yes. And immediately he hugged me. He said, yes, I give you the contract and give you all the money that I have for this work. Und dann schließlich umarmte er mich und sagte, ja, ich werde den Vertrag mit dir schließen und ich werde dir alles Geld geben, was wir dafür vorgesehen haben. Okay, so this is the way I understood Eucharistic adoration, and we made 100 adoration centers in India. Everybody, I taught this way of prayer.
Und das ist, wie erstmal ich selber eucharistische Anbetung verstanden habe. Und dann haben wir in ganz Indien 100 Anbetungszentren gegründet und ich habe die Mitglieder, die dort beten, habe ich in dieser Weise unterrichtet, wie sie beten sollen. One person, but you must believe you are a lever which can lift the whole world, but on resting on the Eucharistic Lord. Eine Person, und diese eine Person muss den Glauben haben, dass sie durch ihr Gebet die ganze Welt bewegen kann, wenn sie auf dem eucharistischen Herrn ruht. So here the two thing is the whole force and whole work is done by the Eucharistic Lord. The lever is not doing the real work. Dann wir müssen verstehen, dass die Arbeit getan wird durch den eucharistischen Herrn. Der da anbetet, der auf dem Hebel drückt, der tut nichts. And Also keine Arbeit. this person who is praying is also drawing power from the Eucharist. Und die Kraft zum Beten empfängt diese Person von der Heiligen Eucharistie. But what is needed is prayer with love and Aber compassion. was gebraucht wird, ist Gebet mit Liebe und Mitleid. And unite with Jesus like a vine and branches. Und diese Vereinigung mit Christus, so wie der Weinstock mit der Rebe. So you are like a branch producing fruits. Also ihr seid dann als Beter diese Rebe, die Frucht hervorbringt. You are the same, you are the branch of the main stem. Ihr seid ein Zweig von dem Hauptstamm. But Zusammenarbeit, you are working together to lift the whole world. Und es geht um die Zusammenarbeit, dass dadurch die ganze Welt aus den Angeln gehoben wird. Now you say louder, yes, I am the light of the world. Und jetzt könnt ihr das noch lauter proklamieren, dass ihr sagt, ja, ich bin das Licht der Welt. Ja, ich bin das Licht der Welt. Das habe ich gesehen in einer Anbetung, diese Trauben. Das ist so. She shows this weinstock when she was praying in adoration. Okay, so now I would like to bring to this point, if our faith have to grow, we have to understand why this faith is given to us. Is it for our personal benefit or for moving the whole world? Also ich möchte jetzt auf den Punkt kommen, dass wir wissen, warum soll unser Glaube wachsen? Ist das so für unsere eigene Genugtuung oder ist es um die ganze Welt aus den Angeln zu heben? When you believe, I have been given this capacity to lift the world, then this power flows. Wenn wir das wirklich glauben, dass wir diese Möglichkeit, diese Eigenschaft in uns tragen, die ganze Welt aus den Angeln zu heben, dann wird das auch fließen und dann wird es auch in Kraft gesetzt. And right from the time of Joshua, they took only 12 apostles, 12 people for Und this. erinnert euch noch an die Zeit von Josua, was wir gestern gehört haben. Sie haben nur 12 Männer genommen. So Jesus chose only 12 men Auch Jesus hat 12 Apostel ausgewählt, who themselves have no big qualification but ordinary lay people. Und diese 12 waren keine besonders gebildeten, es waren ganz gewöhnliche Menschen, Lay people. Laien. They were not priests. Es waren keine Priester, They were no scripture scholars. sie waren auch nicht Schriftgelehrte. Why I am telling this is not to put down any scholars, but to make us understand if we are ordinary lay people, then the Lord wants us. Und ich möchte damit nicht irgendwelche Schriftgelehrten minder bewerten, sondern ich möchte damit einfach sagen, wenn wir als Laien das tun können, dann heißt das, dass der Herr uns ruft, uns gebrauchen will. Yes. Ich hatte Kontakt mit einer Kardinal in der letzten ein paar Wochen. Er war so Schuft. Und hat gesagt, ich mache eine Novene für dich. Ich mache dir den Herz Jesu Rosenkranz. Und er war erstaunt, dass ich werde beten für ihn. Das ist eine Kardinal.
He met a cardinal a few weeks ago, and then he was telling him, I will make a novena for you, I will pray for you, and he was very astonished that the lay people was telling that to him. Okay, so every lay person is a light of the world. Jeder Laie ist das Licht der Welt. Saint Therese had no theological formation. She was not a priest. She was not a big educated person. Schauen wir uns die kleine Therese an. Sie hatte keine besondere Bildung. Sie hatte auch nichts an Theologie. But this Einheit with Jesus, this understanding of God's power is working in her. Aber dieses Verständnis der Kraft Gottes und diese Einheit, die sie mit Jesus hatte, das war in ihr am Werk. What is Europe? Europe is once upon a time with so many saints like Saint Therese or many other saints. Was ist los mit Europa? Europa war gesegnet mit so viel Heiligen. They are still alive. Und diese Heiligen, sie leben noch. They are not gone away. Sie sind nicht einfach so verschwunden. And they were so great saints, they have done such marvelous things for the whole world. Und es waren so großartige Heilige und sie haben so wunderbare Dinge für die ganze Welt getan. We must relate this word to them, that you are the light of the world. Und dieses Wort, ihr seid das Licht der Welt, das können wir auf sie beziehen. This Siena, Catherine of Siena, she sent a note to Pope. Katharina von Siena, sie hat dem Papst einen Brief geschrieben. Yes. What was that note? Was war Inhalt dieses Briefes? My dear Pope, you are not to stay in France. You must go to Rome. That is your place. That is the place where the soil is soaked with the blood of the martyrs. That is your place. Was hat sie dem Papst geschrieben? Sie hat geschrieben, mein lieber Papst, dein Platz ist nicht in Frankreich, sondern in Rom. Denn in Rom haben die Märtyrer ihr Blut vergossen für so viele Seelen und du sollst nach Rom zurückkehren. And Pope got that courage to move from France to Rome. Und dadurch bekam